Millionen Menschen sagen einer KI Dinge, die sie ihrem Partner nie sagen würden. Nachts, allein. Ich bin einsam. Ich fühle mich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob meine Beziehung echt ist. Nicht, weil die KI besser zuhört, sondern weil sie nicht urteilt, nicht fordert, nicht enttäuscht. Und dein Nervensystem merkt keinen Unterschied. Das ist keine Zukunft. Das passiert jetzt. Und es zeigt nicht, dass die KI zu gut ist. Es zeigt, dass deine Beziehung ein Deal war. Und der Deal fällt gerade auseinander. Also lass mich dich mal etwas fragen. Warum bist du in deiner Beziehung? Nicht warum liebst du diese Person. Warum bist du drin? Weil du ohne sie nicht die Miete zahlen könntest? Weil du allein nicht klarkommst? Weil du Angst hast, niemand mehr zu finden? Oder weil du diesen Menschen wählen würdest, jeden Tag neu, selbst wenn du alles hättest? Wenn du bei den ersten 3 zögerst, dann bist du nicht in einer Beziehung. Du bist in einem Deal. Beziehungen waren schon immer Deals. Das klingt etwas zynisch, ist es aber nicht. Es ist historisch. Früher war es explizit. Der Mann bot Schutz und Ressourcen und die Frau bot Nachkommen und Haushalt. Das ist kein Geheimnis. Ein Geschäft. Dann kam die Romantik und hat den Deal unsichtbar gemacht. Aber unter der Oberfläche läuft der alte Code. Kannst du versorgen? Bist du attraktiv genug, stabil genug, nützlich genug? Nicht bei allen, aber bei mehr Menschen, als irgendjemand zugeben will. Der Mann lernt früh, dein Wert kommt von dem, was du bietest. Geld, Sicherheit, Status. Nicht wer du bist, was du bringst. Und der Mann, der nie gelernt hat, wer er ohne seine Funktion ist, der liefert. Und denkt, das ist Liebe. Weil er nie gelernt hat, dass Liebe etwas anderes sein könnte. Und die Frau, ich rede nicht über alle Frauen, aber ich rede über ein Muster. Es gibt Frauen, die suchen einen Ernährer, nicht weil sie böse sind, weil das System ihnen gesagt hat, such dir jemanden, der dich absichert. Und es gibt Männer, die suchen eine Frau als Statussymbol. Beides sind Opfer desselben Musters. Er bietet Sicherheit, sie Zugehörigkeit. Und beide funktionieren. Keiner fühlt. Und dann gibt es die anderen, die wirklich suchen. Echte Verbindung. Sie existieren, Männer wie Frauen. Aber sie finden sie nicht. Weil beide so beschädigt sind vom selben System, dass sie nicht wissen, wie echte Nähe aussieht. Der Mann zeigt Funktion statt Fühlen. Die Frau testet Sicherheit statt Verbindung. Und beide gehen leer aus. Nicht, weil die Liebe nicht existiert, weil keiner von beiden je gelernt hat, sie zu zeigen. Ohne die Maske, ohne Deal, ohne Absicherung. Und genau deshalb funktioniert KI so gut als emotionaler Ersatz. Denk mal darüber nach. Was bietet die KI? Zuhören ohne Deal. Antworten ohne zu urteilen. Verfügbarkeit ohne Bedingung. Kein Risiko, keine Ablehnung, kein, wenn ich das sage, verliert er den Respekt.
Die KI ist nicht der bessere Partner. Die KI ist der Beweis dafür, was in deiner Beziehung fehlt. Denn wenn eine Maschine die emotionale Grundversorgung übernimmt, dann war der Deal das Einzige, was euch zusammengehalten hat. Und der Deal reicht nicht mehr. KI hat die Liebe nicht zerstört. KI hat gezeigt, dass da oft keine war. Dass das, was wir Beziehung nannten, ein Vertrag war, eine Absicherung, ein Deal. Und übrig bleibt die Frage, was war echt? Und die ehrliche Antwort bei vielen ist, weniger als du dachtest. Aber das heißt nicht, dass es echte Liebe nicht gibt. Echte Liebe ist keine Transaktion. Echte Liebe ist, ich sehe dich, nicht deine Funktion, nicht deinen Nutzen, dich und ich bleibe. Nicht, weil du nützlich bist, weil du bist. Und das kann keine Maschine. Nicht, weil Maschinen nicht klug genug sind, sondern weil bleiben, obwohl es schwer ist, obwohl es weh tut, obwohl du alles hinterfragst. Das ist das, was kein Algorithmus kann. Und das ist Liebe, nicht der Deal. Das Bleiben. Millionen Menschen reden nachts mit einer KI. Nicht, weil KI so gut ist, weil der Raum zwischen zwei Menschen so voll ist mit Bedingungen, dass kein echtes Wort mehr durchkommt. Die Frage ist nicht, gibt es noch echte Liebe? Die Frage ist, bist du bereit, den Deal loszulassen? Dich zu zeigen, ohne Maske, ohne Funktion und ohne Garantie. Erst dann triffst du die Menschen, die dasselbe suchen. Und sie waren immer da. Du hast sie nur nicht gesehen, weil du zu beschäftigt warst mit dem Deal. Das Röntgenbild zeigt diesmal nicht dich allein. Es zeigt den Raum zwischen zwei Menschen. Und die Diagnose ist, der Raum war nie leer. Er war voll mit Bedingungen. Räum sie aus. Und dann schau, was bleibt. Ich danke dir fürs Zuhören und das war André dekodiert. In Liebe an euch da draußen und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute.